Herzlich willkommen zum neuen und weiteren Video bei Perfect Green. Nein, das ist kein RC-Auto, das ist ein neuer Mähroboter mit RTK-Funktion, der Luba AWD. Viel Spaß beim Video. Optisch erinnert dieser Mähroboter erstmal an einen Formel-1-Rennwagen, leider mit einem Heckschaden. Er hat keinen Heckspoiler, dann wäre er optisch natürlich richtig perfekt, allerdings natürlich auch unpraktisch, um unter Sträucher drunter zu fahren. Ja, erstmal vielen Dank an die Firma Memotion Tech, die uns den Luba AWD zur Verfügung gestellt hat, damit wir so ein Video hier drehen können. Und ich möchte dir heute einfach mal etwas über das RTK-System erzählen, denn dieser Mähroboter fährt über RTK. Das bedeutet Real-Time Kinematic und bedeutet nichts anderes wie GPS. Heißt, wir brauchen endlich kein Kabel mehr und der Mähroboter soll bis auf 2 cm genau an den Rand oder an Mauern hinfahren. Ob das wirklich so ist, werden wir vielleicht mal einen kleinen Vorgeschmack erahnen können im Video, aber ein richtiges Fazit werdet ihr heute in diesem Video leider noch nicht sehen, denn wir haben den Mähroboter erst bekommen und wir wollen natürlich auch unsere unabhängige und ehrliche Meinung euch weitergeben und dementsprechend wird dann auch noch ein zweites Video kommen, das wahrscheinlich so ein paar Wochen später folgen wird. Ja, ich hätte gesagt, wir gehen mal auf ein paar technische Features ein, weil ich finde, das Ding hat es wirklich in sich. Wir fangen als erstes mit den Breitreifen an. Das ist wirklich mal was völlig anderes. Ich finde es total geil. Das ist jetzt der AWD, der AWD 5000. AWD steht für All-Wheel Drive, bedeutet, er hat Allrad. Den gibt es dann auch noch als 3000er Version. Der 3000er mäht mit 3000 Quadratmeter, der 5000er, wer hätte es gedacht, 5000 Quadratmeter. Dann gibt es noch einen Luba Air, das ist kein Allrad, sondern der hat einen Heckantrieb und der hat vorne dann andere Räder, der hat omnidirektionale Räder, die eine feststehende Richtung haben, aber dann nach links und rechts trotzdem noch fahren können. Den werden wir auch noch bekommen, den können wir euch dann auch mal in weiteren Videos mal kurz einblenden und können da auch dann ein paar Features sagen. Prinzipiell finde ich erstmal die Breitreifen echt cool. Breite Reifen sorgen natürlich für mega Traktion. Die Reifen sind auch gummiert, sie sind nicht aus Kunststoff, es ist so ein Hartgummi. Finde ich aber echt soweit gelungen. Schönes Felgendesign, passt alles. Und er hat auch hier eine richtig schöne, ich habe erst gedacht eine Einzelradaufhängung, leider nicht, sondern das ist eine Achse, die aber dementsprechend sich verbiegen kann. Und dadurch kann der Mähroboter auch im unwegsamen Gelände eingesetzt werden und ist nicht nur ideal für so schöne, ebene Rasenflächen, sondern er hat auch die Besonderheit, dieser hier, der AWD 5000, der kann 75% Steigung bewältigen. Und das ist mal echt eine Ansage. Sein Frontspoiler ist nicht nur optische Natur, sondern, ihr hört es ist auch ein Bumper. Das heißt, wenn er irgendwo dagegen stößt, dann dreht er auch um. Aber den Bumper braucht er eigentlich ganz selten, denn er hat hier 4 Ultraschallsensoren, die 260 Grad komplett abdecken und somit eigentlich alles erkennt, was vor sich ist. Die Ultraschallsensoren können von der Empfindlichkeit auch eingestellt werden in der App und dadurch kann ich auch hohes Gras ohne Probleme befahren oder überfahren, sodass die dann auch später reagieren oder beziehungsweise anders reagieren. Ja, was noch wichtig, damit er auch die 5000 Quadratmeter mäht, braucht er erstmal einen richtig fetten Akku. Und das hat er auch. Er hat 9,6 Ampere-Stunden und die Spannung beträgt 21,6 Volt.
Und das bedeutet, das Ding hat ordentlich Dampf, ordentlich Power und wird auch dementsprechend ordentlich geladen. Und jetzt drehen wir ihn mal um und schauen uns von unten an. Drehen wir ihn um. Er hat auch schöne Haltegriffe. Hier hat er zwei, hier hinten einer. Und der ist ordentlich schwer, denn das ist mit Abstand der schwerste Mährobi, den ich je gesehen habe. Das Teil hat über 20 Kilo und das ist gut, weil das sorgt dafür, dass er ordentlich Traktion hat und ordentlich unten bleibt. Und ihr seht, er hat zwei Messerteller mit einer gigantischen Schnittbreite von 40 cm und er überlappt seine Bahnen. Er fährt ja im koordinierten Modus, er fährt Bahn für Bahn, somit überlappt er auch immer die Schnittbreite. Und die Schnitthöhe ist von 30 bis 70 mm, das ist schon ordentlich. Und dass er auf meinem Rasen überhaupt mähen kann mit 20 mm, habe ich mir was einfallen lassen. Aber das sage ich mal in einem anderen Video was dazu. Jetzt schauen wir uns mal die Ladestation an, denn da gibt es einiges zu beachten. An diesem Punkt stand immer mein Husqvarna, der kabelgebunden war. Und das war eigentlich ein idealer Platz. Weit weg vom Spielturm, von Kindern etc. und auch ein bisschen verdeckt von Langfingern. Von dem her fand ich es eigentlich immer sehr gut. Jedoch habe ich bemerkt, dass hier an diesem Platz kein einziger Mähroboter mit RTK funktioniert, weil er einfach zu nah am Haus dran ist und die Wacholder sowie die Markise und das Haus schirmt einfach das Signal zu den Satelliten zu sehr ab. Idealerweise wäre der Platz da drüben. Da wäre ein perfekter Platz, denn die Ladestation und das RTK-Basismodul braucht ordentlich Platz zum Himmel. Das muss im Prinzip alles so sein, dass der Himmel 110, manche Hersteller sagen 160 Grad zum Himmel und dass 360 Grad freier Blickkontakt hat, damit alles funktioniert. Je mehr Blickkontakt zum Himmel, desto genauer fährt der Mäher, weil die RTK-Station und die Ladestation habe ich jetzt mal da hinten aufgebaut. Das ist nicht ideal, bin ich ganz ehrlich. Ich werde es auch noch umstellen. Er funktioniert, aber es gibt so einige Bereiche, wo der Mähroboter das Signal fast verliert, etwas schwächer wird und dann der Mähroboter keine 2 cm genau fährt, sondern vielleicht auch 10 oder 15 cm und dann ist er bei mir schon im Schotter und wenn das natürlich im Sandkasten passiert, dann fliegt er mal in den Sandkasten rein. Wie gesagt, wichtig ist, dass das Teil, das ist die RTK-Station, dass die freien Blickkontakt zum Himmel hat. Und das hat sie hier leider nicht, weil hier ist gleich ein Haus, hier ist der Spielturm und dann wird es schon grenzwertig. Und viel grenzwertiger ist die Ladestation, weil wenn hier jetzt noch Blätter wachsen, dann wird hier alles komplett abgeschirmt. Und der Bereich um die Ladestation, sprich da, wo jetzt der Luba steht, da sollte wirklich freier Blickkontakt sein, weil das ist seine Referenzstation. Einmal die RTK und hier dieser Punkt. Und von da kann er sich dann immer neu orientieren. Und deswegen muss die Ladestation auch bei mir in meinem Fall umgestellt werden. Und deswegen auch so ein kleiner Appell an dich, wenn du dich mal informieren möchtest über Mähroboter, Kabel oder doch RTK, würde ich dir einfach empfehlen, frag einen Fachhändler, lies nach, schau nach auf YouTube. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein Einzelvideo darüber bringen. Aber jetzt hätte ich gesagt, ich lasse ihn mal fahren und dann seht ihr ihn mal in Action. Kommen wir erstmal zur App und wir kommen dann zum Mähroboter, wie er fährt. Beim Fahren, also ich kann natürlich auch komplett fahren lassen mit der App, manuell fahren. Und da waren meine größten Bedenken das Wenden. Denn er hat ja zwei starre Achsen, vorne und hinten. Und beim Wenden, ihr seht es vielleicht auch, er radiert mal richtig ordentlich am Rasen. Und da waren als allererstes meine Bedenken, wow, ich weiß nicht, ob der Rasen das lange mitmacht. Aber kann ich gleich sagen, die Bedenken, die waren gleich verschwunden, als er dann wirklich gefahren ist. Denn beim Fahren, er wendet nicht auf der Stelle, sondern er fährt immer schön vor, zurück und dadurch wird der Rasen echt relativ geschont. Ich würde sagen, wir lassen ihn mähen und beim Start vom Mähen ist es mal richtig, richtig cool.
Ihr könnt hier alles Mögliche auswählen. Ihr könnt auswählen Arbeitsmodus. Soll er hohes Gras schneiden? Soll er einen Feincut machen? Soll er konventionell schneiden? Und dadurch habt ihr immer die Möglichkeit, dass er die Ultraschallsensoren anpasst oder dass er auch zum Beispiel hier sagt, er tut seinen Bahnabstand versetzen. Da ist im Prinzip alles dabei und es gibt noch ein Anpassen. Da könnt ihr alles individuell selbst gestalten. Ob ihr jetzt sagt, wie schnell er fahren soll, wie seine Ultraschallsensoren sein sollen. Also richtig, richtig cool gemacht. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch sagen, dass er ein Einzelraster mähen soll. Wenn ich das jetzt mal auf Bestätigen mache, dann berechnet er hier schön in der App sein Weg. Er hat auch ein Randmähen. Wenn ich das Randmähen mache, fährt er 3-mal erst um die Ränder durch und dann fährt er innen drin. Oder ich kann dann zum Beispiel auch das Randmähen rausmachen, dann berechnet er das komplett neu. Und wie ihr seht, wie ihr es hier auf der App seht, er hat dann keinen Rand mit drin. Dann ist einfach ein schnelles Mähen und er berechnet jetzt, dass er in 48 Minuten fertig ist. Dann kann ich aber auch noch hergehen und kann sagen, ich mache jetzt ein Randmähen rein und er soll aber im 20-Grad-Modus mähen, weil ich erst gestern längs gemäht habe und heute hat er etwas mehr Zeit und dann kann er auch mal im 20-Grad-Modus mähen und ihr seht schon in der App, er berechnet seine Wege komplett anders, braucht jetzt allerdings 50 Minuten. Und für 250 Quadratmeter, ich habe meinen Spielturm ausgegrenzt bzw. als separate Zone eingerichtet. Dadurch kann ich den Spielturm jeden zweiten oder jeden dritten Tag fahren lassen oder mähen lassen und die Hauptfläche jeden Tag und dadurch bin ich einfach noch flexibler. Richtig, richtig cool, genauso wie die Schnitthöhe natürlich auch eingestellt werden kann und man hört es dann auch, wie er hoch und wie er runter geht. Also alles echt richtig cool gemacht. Wir stellen jetzt mal auf 35 mm, stellen wir ein und starten ihn jetzt. 35 mm sind dann später eigentlich 25 mm, weil ich habe ja etwas geändert. Und dann geht's schon los. Ihr hört, dass er jetzt seinen Mähmotor nach unten stellt und jetzt geht's los. Die Lautstärke meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Und ihr hört auch schon, der hat ordentlich Power. Die Mähmotoren, die häckseln alles zusammen. Kenne ich so nicht. Also das Ding hat richtig Power. Nicht vergleichbar mit einem 18-Volt-System. Das Ding ist ordentlich. Und ihr seht jetzt auch, wie er hier mäht. Und auch hier am Rand würde ich sagen, es ist echt gut. Er fährt richtig schön randnah, genau so wie ich es eingestellt habe. Nicht zu weit. Nicht zu weit im Rasen, nicht zu weit draußen. Wirklich schön. Ihr habt es gesehen, wie er hier wendet. Er wendet meiner Meinung nach echt gut. Hier ist mein Rasen deutlich höher als der Randstein. Deswegen habe ich hier auch so programmiert, dass er auf dem Rasen bleibt und dass er nicht auf die Randsteine drauf fährt. Er wird jetzt immer langsamer, wenn ihr euch fragt, warum er immer langsamer wird. Er wird langsamer, weil er am Rand die Hecke oder die 2 Sträucher erkannt hat. Auch hier wendet er wieder. Und sobald er irgendwo ein Hindernis erkennt, wird er erstmal langsamer und achtet darauf, was für ein Hindernis es ist, beziehungsweise was da genau passiert. Er fährt jetzt hier erstmal 3 Bahnen, einmal komplett außen rum, 3 verschiedene Bahnen und dann fährt er parallele Bahnen nebeneinander. Und das muss ich sagen, ist schon richtig cool und richtig angenehm. Bisher hat er seinen Job relativ gut gemacht. Wie gesagt, ich muss die Station noch umstellen, weil jetzt kommt er in einen Bereich rein, wo er kein RTK-Signal hat. Und
da weiß er nicht genau, was er machen soll. Da merkt man es jetzt, dass er einen kleinen Bogen drin hat. Und das liegt aber nur am RTK-Signal. Die muss ich einfach umstellen, etwas höher machen und dann passt es soweit. Damit so ein Mähroboter, ein RTK-Mähroboter überhaupt richtig funktioniert, muss er erstmal eingerichtet werden. Doch das ist echt mega leicht. Man fährt im Prinzip mit dem Mähroboter, mit dem Smartphone einmal außenrum an der Kante, exakt so wie ich es haben möchte, und dann speichert er es ab und dann weiß er, wo er fahren darf und wo er nicht fahren darf. Dann richtet man No-Go-Zonen ein und schon kann es losgehen. Ja, prinzipiell funktioniert er vorerst, muss ich echt sagen, ganz gut. Auch die Ultraschallsensoren, ich stelle mich einfach mal hin. Ich habe die jetzt so eingestellt, dass er mich nicht berührt. Er hält vorher an, er erkennt mich, schaltet sein Mähwerk aus, was ich echt gut finde. Ist immer ein Sicherheitsfeature. Er fährt jetzt einmal um mich herum mit einem großen Sicherheitsabstand, was ich auch sehr gut finde. Vor allem, wenn mal ein Haustier hier liegt oder wenn sich eine Person nähert. Macht er echt gut, ist soweit wirklich super in Ordnung. Wenn jetzt natürlich wie Spielturmpfosten, Rutsche, Schaukel, egal irgendwas, fest im Rasen einbetoniert ist oder immer da steht, dann würde ich natürlich eine No-Go-Zone einrichten, weil dann weiß er es vorher und kann es schön umfahren. Ja, er bleibt jetzt erstmal hier. Er wird jetzt auf meiner Fläche erstmal hier eingesetzt. Dann ein paar Wochen später geht er zum Alex rüber. Da sind komplett andere Bedingungen und da ist das RTK-Signal richtig schwierig, weil der Mähroboter mit durch Bäume alles abgedeckt wird. Meine Fläche ist eigentlich total easy. Und dann geht er auch noch runter auf unsere Testfläche und da darf er mal zeigen, was er kann. Da haben wir richtig Maulwurfhügel drin, da sind Äste, da ist Fallobst, alles Mögliche. Und wenn dann alle Tests abgeschlossen sind, würde ich sagen, dann machen wir nochmals ein Video. Dann kommt unsere ehrliche Meinung, ob positiv, negativ, Kaufempfehlung, keine Kaufempfehlung. Und damit ihr dieses Video auch nicht verpasst, würde ich einfach sagen, Abo dalassen. Uns freut's, uns ist geholfen und wir bedanken uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.